Kapitel 5, 6 und 7 von Matthäus Evangelium ist ein Beispiel von der Verkündigung Jesu. Eine Predigt, gehalten an einem Tag, niemals in der Geschichte der Welt, hat eine Rede von einem Menschen die Geschichte nachher so geprägt wie die Bergpredigt. Hier legt er das Evangelium des Königreiches dar. Hier ist sein Programm für sein Königreich. Leute von der Friedensbewegung mögen diese Predigt sehr, zumindest gewisse Auszüge der Predigt, Lieblingsabschnitte. Eine Welt ohne Gewalt, Utopie, stellen Sie sich vor, wenn man sich nur verhalten würde nach den Grundsätzen dieser Predigt. Tolstoi in seinem gewaltigen Werk Krieg und Frieden fand hier seine Inspiration. Die Abschaffung von der Exekutive, vom Militär, von allen Formen der Autorität, das war sein Traum, das war sein Programm, Utopie zu erreichen. Ein ehemaliger Erzbischof von Canterbury, das Oberhaupt der Kirche Englands, sagte, aber es ist unmöglich, die Politik Großbritanniens aufgrund der Bergpredigt zu betreiben. Denn dieses Land kennt den König Jesus nicht an. Diese Nation ist ihm nicht loyal. Des Königs Predigt also kann nur verstanden werden, kann nur befolgt werden von Menschen, die freiwillige Untertanen dieses Königs sind. Aber nicht nur Tolstoi und Friedensbewegler sind von utopischen Vorstellungen behaftet. Einmal habe ich einen jungen Mann gefragt, ich sagte, wenn Gott Sie fragen würde, Sepp, warum soll ich dich in mein Himmeleinkommen eingehen lassen? Was würdest du ihm sagen? Und der Sepp hat gesagt, naja, ich lebe nach der Bergpredigt. Habe ich gedacht, lesen wir die gleiche Bergpredigt? Die Bergpredigt ist paradox. Sie beginnt mit Seligpreisungen. Glückselig die Reichen, würde man schreiben in unserer Welt. Glückselig die Edlen, die Erfolgreichen, die Berühmten, die aggressiven Menschen, die vorwärts kommen mit ihren Ellbogen. Das ist das Evangelium dieser Welt. Aber Jesus stellt alles auf den Kopf. Jemand sagte, es war, als ob Jesus zum Schaufenster des Lebens kam und hat alle Preisetiketten verändert. Glückselig die Armen, glückselig, glücklich den Trauernden, Verfolgten. Wie kann es sowas geben? Wir werden im Laufe des Vortrags sehen, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen der Glückseligkeit, die Jesus über Menschen ausspricht, die so leben, und dem Glück, das diese Welt anbieten kann. Das Glück dieser Welt ist wie ein Flug von Vögeln. Die Vögel landen in meinem Garten, sie halten sich eine Weile auf, aber wenn ich sie nähern will, dann fliegen sie mir davon. Und so ist das Glück dieser Welt. Wenn wir unser Glück suchen in Erfolg, in Reichtum, in erstrebenswerten Zielen, Jesus will uns eines sagen, der Baum des echten Glücks kann nicht wachsen auf verfluchtem Erdboden. Zweitens ist diese Predigt paradox, weil sie alle unsere üblichen Religionsvorstellungen auf den Kopf stellt.
Ein Beispiel, Kapitel 7, lesen wir zusammen den Predigtschluss. Kapitel 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Manche meinen, dass alle Menschen in das Reich der Himmel eingehen werden. Aber nicht jeder, sagt Jesus, nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenen Tagen zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in dem Namen Jesu, und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich, Jesus, ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht tut, der wird einem törichten Menschen verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel, und sein Fall war groß. Unser Thema heute Abend lautet folgende: Die Bergpredigt zeigt uns den Eingang ins Himmelreich. Und hier ist eine Stelle, die uns zeigt, wie der Eingang ins Himmelreich ausschaut. Aber hier über den Eingang ist geschrieben eine Warnung gegen die Gefahr der Selbsttäuschung. Selbsttäuschung ist die schlimmste Form des Betrugs. Es gibt zwei Kategorien von Selbstbetrügern. Und eigentlich ist die Rede in diesem Text nicht von Atheisten und nicht von Agnostikern, nicht von irreligiösen Menschen. Hier sind religiöse Selbstbetrüger. Die erste Gruppe, sie sagen etwas, sie geben etwas an und sie tun es nicht. Sie haben ein Bekenntnis, Jesus, Jesus, Herr, tu uns auf. Wir haben das und jenes getan. Die Form ihres Selbstbetruges. Sie meinen, dass der Eingang ins Reich der Himmel durch ihre religiöse Werke, durch ihr Riten oder ihr Dienst für den Herrn geöffnet wird. Und die zweite Gruppe von Menschen, es geht nicht so sehr um Bekenntnis, dass sie etwas angeben, was sie nicht tun. Es geht um Leute, die etwas hören und es nicht tun. Das Wort Gottes. So oft meint man das Verständnis des Wortes Gottes, dass das Hören des Evangeliums zum Beispiel, dass das Vertrautsein mit dem, was Jesus sagte und tat, dass das der Eingang ist. Der Unterschied zwischen den zwei Gruppen von Menschen hier ist nicht, dass eine Gruppe verstand und die andere Gruppe nicht. Der Unterschied ist, dass beide das Wort Gottes hörten und der Weise baute sein Leben auf eine feste Grundlage, auf die Grundlage des Gehorsams des Wortes, der Worte Jesu. Und der törichte Mensch. Und das letzten Endes aus Gottes Sicht ist der Unterschied zwischen Weisheit und Torheit, zwischen Sieg und Niederlage, zwischen Erfolg und Zusammenbruch im Leben. Er baute sein Leben auf eine andere Grundlage, irgendeine andere, aber nicht das, was er hörte von Jesus Christus. Und so Jesus sagt zu der ersten Gruppe von Menschen, die kommen und sagen an dem Tag,
Herr, Herr, weicht von mir. Und das erinnert uns an die Aussage am Ende des gleichen Evangeliums in Kapitel 25, weicht von mir, ihr Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Menschen, die meinten, sie wären dabei, Menschen, die schließlich ausgeschlossen werden, weil sie den Willen des Vaters nicht getan haben. Und dann lasen wir von dem Zusammenbruch, von einem großen Fall, von einem Lebenswerk. Der Zusammenbruch eines Lebens mit einem unzureichenden Fundament. Ein Lebenswerk gegründet nicht auf den Gehorsam Jesu Christi. Ein Lebenswerk mit einer anderen Grundlage. Die Warnung steht über den Eingang ins Himmelreich. Passt auf, betrügt euch selbst nicht. Nicht jeder wird gerettet werden. Aber der Eingang ins Himmelreich wird schon in Kapitel 5 dargestellt. Lesen wir da. Kapitel 5, Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Stricklein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wiederum wird der Eingang uns vor Augen gemalt und zugleich eine Warnung. Der Eingang ist keine Selbstverständlichkeit. Jesus redet, wie auch ich heute Abend, nicht in ein Vakuum hinein. Jesus redet hier im 1. Jahrhundert in einer Gesellschaft geprägt von Religion. Ich habe einen Artikel gesehen diese Woche über den heiligen Tirol. Habt ihr das gesehen in den Salzburger Nachrichten? Ja, das war das heilige Land und die waren wirklich religiös. Jesus redet gegen diesen Hintergrund, der unser Hintergrund, religiösen Hintergrund, sehr ähnlich ist. Der Zeitgeist ist auch religiös. Und er redet vor 4 Gruppen von Menschen. Zuerst einmal Pharisäer. Religionisten, eine Sekte, die meinten, dass richtige Religion aus das Halten von göttlichen Regeln und religiösen Traditionen besteht. Sie beobachteten das Gesetz. Riten und Traditionen und Bräuche, Brauchtum war im Vordergrund bei den Pharisäern. Der Brauchtum ihrer Väter. Sie schauten sozusagen in die Vergangenheit zurück. Was ihre Väter geglaubt haben, hielten sie aufrecht. Die Sadduzäer, eine andere Partei und sehr politisch engagiert. Sie waren die Gegenwartsmenschen, die Realisten. Sie sahen, dass Religion muss mit den Römern zusammenarbeiten. Sie waren liberal denkende Menschen, sie hielten nicht viel von Übernatur, von Auferstehung, Engeln und so weiter. Sie veränderten und gebrauchten die Schrift zu ihrem eigenen Vorteil, untermauerten ihre religiöse Philosophie und nahmen es nicht so genau mit der Bibel. Solche religiöse Menschen kennen wir auch.
Dann waren die Essener, Asketen, religiöse Menschen, die sahen Gerechtigkeit in der Absonderung von der Gesellschaft. Sie haben für sich Stätten gebaut in der Wüste, zum Beispiel beim Qumran, wo wir diese fantastische Schriftenfunde in unserem Jahrhundert erlebt haben. In Wüstengegenden kapselten sie sich ab von der Gesellschaft. Und die vierte Gruppe waren die Zeloten. Das waren die damaligen Befreiungstheologen. Sie waren drauf aus, mit oder ohne Messias, hoffentlich mit ihm, das römische Joch zu brechen und Freiheit, diesem freiheitsliebenden Volk zu bringen. Politisches Aktivismus war ihr Sondermerkmal. Aber die Gerechtigkeit und die religiöse Vorstellungen Jesu waren ganz anders als alle diese vier Gruppen. Den Pharisäern verkündigte er, Geistlichkeit und Gerechtigkeit ist nicht eine Frage in erster Linie von Äußerlichkeiten und Riten, sondern von einem Innenleben, das Gott gefällt. Den Sadduzäern, Gerechtigkeit ist nicht des Menschen Weg, das ist Gottes Weg. Den Essener, es geht nicht so sehr um meinen Körper, es geht vielmehr um mein Herz und meine Herzenshaltung. Den Zeloten, nicht politische Revolution, nein, eine echte Umwälzung in meinem Leben, die zum Tragen kommt in der Gesellschaft durch veränderte Menschen. Das ist die Revolution. Und er sagt hier in Vers 20, um in das Reich der Himmel einzugehen, muss meine Gerechtigkeit vorzüglicher, und das Wort heißt überfließender, als die der Pharisäer. So, wir müssen uns einmal fragen, wie sah die Gerechtigkeit der Pharisäer aus? Ich meine, die Pharisäer sind für uns sprichwörtlich. Wenn du jemanden einen Pharisäer nennst, dann pass auf die Reaktion. Aber was glaubten sie wirklich? Sie waren die strengste Sekte der Juden und hatten großes Vertrauen auf ihre eigenen religiösen Errungenschaften. Es gab ein Sprichwort zur Zeit Jesu, wenn nur zwei Menschen in den Himmel kommen, wird einer ein Pharisäer sein und einer ein Schriftgelehrter. Sie waren die religiösten der Religiösen, überzeugt, dass Gott verpflichtet war, ihre religiösen Bemühungen anzuerkennen und sie in den Himmel einzulassen. Es war für den Pharisäer undenkbar, dass er, ein Kind Abrahams, der das Gesetz ernst nimmt, dass er verloren gehen könnte. Kennzeichen ihrer Gerechtigkeit? Zuerst einmal, wenn man Matthäus Evangelium Kapitel 23 zur Rate zieht. Matthäus Evangelium ist ein interessantes Buch. Es beginnt mit Seligpreisungen und etwas so weit vom Ende des Buches sind die Weihrufe zu lesen. Sie sind sehr ähnlich. Seligpreisungen an Menschen, deren Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die Pharisäer und Schriftgelehrten, und dann Weihrufe an die Pharisäer und Schriftgelehrten selbst. Kapitel 23, Vers 25. Wehe euch, Schriftgelehrte, Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinde Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Ihre Gerechtigkeit war gekennzeichnet von einer Betonung auf Äußerlichkeiten. Die äußerliche Beobachtung von Gesetzen und Traditionen, von Feiertagen und Brauchtum, wenige Gedanken über das Innenleben eines Menschen. Wenige Gedanken wälzten sie über ihre eigenen Motive. Solange die Taten stimmen, ist das, was in meinem Herzen ist, egal.
für den Pharisäer. Er kann genießen durch die Augen. Selbst wenn er mit Händen nicht tasten darf, ein bisschen Augenweide, ist das so schlimm? Liebe Freunde, wenn ihr so denkt, dann denkt ihr wie Pharisäer. Das ist, wie sie dachten. Ihr Herzen voll Begierde, er sagte inwendig, seid ihr voller Raub und Unenthaltsamkeit. Freunde, Heuchelei ist kein Ersatz für Heiligkeit. Riten, kein Ersatz für Recht. Zweitens war ihre Gerechtigkeit wählerisch. Vers 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Münze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben oder die Treue. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seid und das Kamel aber verschluckt. Sag mir ja nicht, dass Jesus keinen Humor hatte. Figurative Sprache natürlich. Aber die ganz kleine, weißt du, man sieht im Becher da ein ganz kleines Fleck von Staub und das muss man entfernen und dann schluckt man ein Kamel. So war ihre Gerechtigkeit wählerisch, Recht, Barmherzigkeit, Treue, das Halten ihres Wortes, das ließen sie beiseite. Sie hatten keine Hemmungen. Eine arme Witwe, die wehrlos war, durch Wucherzinsen auszunützen, in ihr Besitz an sich zu reißen. Aber sie hatten ein großes Gewissen dabei, in das Prätorium von Pilatus zu gehen. Sie wollten sich nicht besudeln von diesem heidnischen Menschen. Sie waren bereit, den Sohn Gottes zu kreuzigen, waren aber nicht bereit zu essen ohne eine zeremonische Waschung. Sehr wählerisch in ihrer Gerechtigkeit. Drittens, sie hatten eine motivierte Gerechtigkeit. Sie eigneten, stattdessen, dass sie ihr Lebensstil an das Gesetz eigneten sie das Gesetz an ihr Lebensstil. Sie haben sogar an ihren Werken bekannt, dass es unmöglich wäre, alle Gesetze zu halten, und so man hat verschiedene Prioritäten. Deswegen fragt ein junger Gesetzgelehrter Jesus, welches ist das größte Gebot? Denn die gängige Theorie war, wenn man das größte Gebot hält, dann kann man einiges beiseite lassen. Sie schrieben ihre eigene Auslegung des Toras oder des Gesetzes, genannt Talmud. Und hier haben sie irgendwie sich zurechtgefunden mit den Strafen, mit den strengen Anforderungen Gottes. Sie haben Mittel und Wege gefunden, das auf ihre Art zu praktizieren. Also, sie waren nicht bereit, sich zu richten im Lichte des Gotteswortes. Sie haben Gottes Wort und Herrlichkeit herabgezogen auf ihr Niveau. Und Gottes Grundsätze modifiziert. Viertens waren sie selbstzentrisch und selbstgerecht. Sie prahlten über ihre Gerechtigkeit. Wir kennen vielleicht die Geschichte von dem Pharisäer in der Synagoge. Er betet und da hinten in der Synagoge ist ein Zöllner. Und der Pharisäer betet, er hebt seine Augen gen Himmel und sagte, Gott des Himmels, ich danke dir, dass ich nicht wie die übrigen Menschen bin, wie die Räuber, ungerechte Ehebrecher und wie dieser Zöllner, und schielt er nach rechts. Sie hielten viel von sich und sie genossen es, angesehen zu werden wegen ihren religiösen Errungenschaften. Jesus sagt, sie stehen gerne auf der Ecke und beten laut, auf dass sie von anderen gesehen werden. Ich meine, es ist irgendwie nicht dumm. Man will beten zu Gott und das ist gut. Und hier ist ein Pharisäer unterwegs zum Tempel und die Leute schauen, Wahnsinn, da steht er und betet, er kann nicht einmal warten, bis er in den Tempel kommt. Ja? Und er hat einen doppelten Gewinn. Er denkt, es gefällt Gott, und andererseits die Leute sehen, wie heilig ich bin.
so ich stehe auf der Straße. Und auf dass ich 2 Straßen zugleich erwische, stehe ich auf der Ecke. Das ist wirklich optimal. Befriedigung durch Anerkennung der Menschen, wie Paulus später schrieb. Sie wollten ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten und haben sich daher der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Und wenn wir nachdenken über den Eingang in das Himmelreich, wir müssen eine vorzüglichere Gerechtigkeit haben als die wir gerade beschrieben haben. Und wir sehen, diese Gerechtigkeit ist nicht nur eine Gerechtigkeit der Alten. Wie wir lasen in Kapitel 5, Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Und bis Himmel und Erde vergehen, bleibt Gottes Anforderungen aufrecht. Sie sind nicht zu modifizieren. Es ist nicht, dass wir sagen können, es ist jetzt das 20. Jahrhundert und naja, das war ziemlich gut für die damalige Zeit, aber wir sind noch ein bisschen moderne Menschen. Diese Richtlinien Gottes sind nicht aufzuheben. Wir dürfen nicht wählerisch sein in unserer Gerechtigkeit. Gottes Standard bleibt aufrecht. Es wird hochgehalten von Jesus. Und wenn wir jetzt weiterlesen in dem 5. Kapitel ab Vers 21, sehen wir, dass Jesus keine Abstriche macht. Er betont die göttlichen Maßstäbe für das Leben in seinem Königreich. Im Kontrast, im Gegensatz zu der Gerechtigkeit der Alten, das ist die Gerechtigkeit der Rabbinen, deren Traditionen und Lehrsätze überliefert wurden zu den Pharisäern, von den Pharisäern und so weiter, von den Rabbinen. In Kontrast, im Gegensatz zu dieser Gerechtigkeit, Jesus legt das Standard Gottes dar und hält Gottes Maßstab hoch. Im Gegensatz zu Äußerlichkeiten, zur Oberflächlichkeit und zur heuchlerischen Gerechtigkeit, Jesus redet über eine innerliche Gerechtigkeit, über die Gerechtigkeit des Herzens. Gerechtigkeit, die vor Gott taugt, muss die Äußerung einer richtigen Herzenshaltung sein. Wie wir lesen, zum Beispiel an anderen Stellen der Heiligen Schrift, ich lese ein Beispiel vor, von dem Apostel Paulus. Denn ich bin mir selbst nichts bewusst, dass ich irgendwie schuldig bin, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringt und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Das Verborgene des Herzens. Wie der Hebräerschreiber sagt, Gottes Wort reicht tief hinein in das Menschenherz, scheidet Herz und Seele zwischen Knochen und Mark. Gottes Wort durchforscht. Jeremia, der alttestamentliche Prophet, sagte, das Herz ist so trügerisch. Wer erkennt seine Tiefen? Ich, der Herr, erkenne das Herz. Ich erforsche die Nieren, um jeden zu belohnen nach seinem Werk. Oder wie wir lesen an einer Stelle in der Offenbarung, ich bin es, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einem jeden nach eurem Werk geben. In dem nächsten Abschnitt führt Jesus 6 Fallbeispiele an. Eine Gegenüberstellung der Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrte
mit der Gerechtigkeit des Königreiches. Jesus hält das Gesetz hoch hier. Religion hält Gottes Standard nicht aufrecht. Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder Raka, dem Hohen Rat, verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Er beginnt zuerst einmal mit Mord, das erste Verbrechen der Menschengeschichte, als Kain seinen Bruder Abel tötete. Hier ist die Rede von absichtlicher Tötung eines Menschen aus persönlichen Überlegungen, egal welche sie sind. Die Rabbinen haben einen Zusatz zu der ursprünglichen Gebot hinzugefügt. Das Alte Testament, das Gesetz sagt, du sollst nicht töten. Die Rabbinen fügten Folgendes hinzu: Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Das ist eigentlich ein Zusatz und eine Abschwächung zugleich. Stattdessen, dass der Urteil des Alten Testaments hochgehalten wird, die religiöse Führer reserviert für sich das Recht zu entscheiden, was mit dem Mörder geschieht. Gottes Charakter, Gottes Beschaffenheit wird nicht hochgehalten. Gott hat gesagt, der Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Er hat ewigen, wesentlichen Wert. Eben deshalb, weil er so wertvoll ist, sein Mörder muss getötet werden. Ich werde nie vergessen, die Szene in dem Film Wiesenthal, Recht, nicht Rache, wo er redete von einem Oberösterreicher, von einem Kriegsverbrecher, der verantwortlich war für den Tod von 70.000 Juden und schließlich 7 Jahre Gefangenschaft in Russland abgebüßt hat für seine Untat. Und er sagte, das heißt umgerechnet, dass das Leben eines Juden 20 Minuten wert ist. 70.000 Menschen, er sitzt 7 Jahre lang. Ein Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen und der Wert seines Lebens 20 Minuten deiner Zeit? Nein, der Mensch ist zu teuer und Leben ist zu heilig. Jesus korrigierend sagt, Vers 22, ich aber sage euch, ihr Selbstgerechten, seid nicht so schnell, euch selbst zu rechtfertigen. Mord entspringt dem Herzen, nicht den Händen. Mord beginnt mit bösen Gedanken, egal ob sie ausgeführt sind oder nicht. Sein Jünger Johannes sagt, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und Hass entspringt dem Zorn. Und Mord entspringt dem Hass. Psychologen sagen, dass es keine Empfindung oder Gefühlsregung gibt, die öfter in Mord ausartet als der Hass. Jesus möchte unsere Selbstgerechtigkeit vernichten. Der Pharisäer steht in der Synagoge und betet, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, wie die Mörder. Und selbst verachtet er in seinem Gebet den Zöllner und nennt ihn etwa ein Tor. In seinem Herzen ist Mord. Wir rümpfen die Nase auf die Verbrecher. Wir sehen auf die Leute herab. Eigentlich ist das sehr verkehrt, nicht wahr? Stattdessen, dass wir unser Leben messen an Gottes Rechtsforderungen, wir schauen um uns herum in der Gesellschaft, wir sehen die Verbrecher
und die nehmen zu an Zahl und die Verbrechen an Häufigkeit. Und man sagt, oh, es ist so eine furchtbare Zeit und sie sind so furchtbare Verbrecher. Hast du gelesen heute in der Kronenzeitung? Du, wenn es ein Verbrechen gibt, wird es morgen in der Kronenzeitung sein. Ich sage dir das. Auf der ersten Seite. Hast du gelesen? Und irgendwie fühlt man sich irgendwie hervorgehoben aus der Gesellschaft. Weißt du, wo dieses Empfinden kommt? Aus dem Herzen eines Pharisäers. Wir vergleichen uns nicht mit den Verbrechern. Wir vergleichen uns mit dem Maßstab Gottes, den er angelegt hat. Ein Verbrecher heißt Tugan Charlie, war getötet in 1931 in Chicago. Und als sie seine Leiche dann, nachdem sie ihn in der Wohnung seiner Freundin erwischt hat, er hat etwa 20 Menschen getötet und einen Polizisten umgelegt. Wirklich ein Massenmörder in den 30er Jahren. Sie fanden an seiner Person eine Notiz in seinem Mantel. Und es sagt, unter diesem Mantel ist ein einsamer Herz. Ich bin sehr müde. Ich will niemand wehtun. Ich bin wirklich ein guter Mensch. Und der Mensch ist ein Selbstbetrüger. Er möchte sich so gut vorkommen, egal wie er gelebt hat, gemessen an Gottes Maßstäben, will der Mensch gut sein. Eigentlich, bei vielen von uns, wenn wir uns nicht fürchteten, wenn wir nicht von Feigheit heimgesucht wären, wenn wir wussten, dass wir es tun könnten ohne Vergeltung, wenn wir nur die Gelegenheiten hätten wir längst jemanden umgelegt. Viele Menschen, die Mord nie begangen haben, haben es im Gedanken häufig getan. Oh, wenn der Blick töten könnte, oder die Zunge, wer wäre noch übrig auf diesem Planet? Und Zorn, nicht jede Form von Zorn ist verboten. Jesus wurde zornig. Als die Herrlichkeit seines Vaters in Mitleiden gezogen wurde, als Menschen im Namen Gottes ihre Geschäfte getrieben haben im Tempel und mit den Seelen der Menschen gehandelt haben, wurde Jesus böse. Und er hat eine Peitsche gemacht, eine selbstgemachte Peitsche. Und der Mann war so zornig, dass die ganze Schar das Tempelgelände geräumt hat. Und so würde er vorgehen vielerorts auch heute. Wenn wir Verbrechen sehen, wie schuldlose Menschen ausgenutzt, betrogen und getötet und vergewaltigt werden, wir haben keine Gerechtigkeit empfinden, wenn wir nicht zornig werden. Er redet von einer anderen Art von Zorn. Zorn nicht wegen der Verletzung von Gottes Ehre oder der Verletzung Hilflosen, sondern selbstsüchtiger Zorn, wegen Beleidigungen an die eigene Person, wegen Schäden, die Leute uns zugefügt haben. Dieses Zorn ohne Grund ist der Zorn, den man hegt und man pflegt. Kochendes, loderndes Zorn. Es ist wie dieses Sauerteig, die man manchmal tut, wie man tut wenn man Joghurt macht. Wisst ihr? Meine Frau hat früher Joghurtmaschine benutzt und man braucht nur einen Joghurtbäcker und man macht Joghurt von Joghurt und braucht nur Milch und man kann Monate, jahrelang Joghurt haben, wenn das Zeug nur frisch bleibt. Und so ist es mit dem Zorn. Jemand hat mich beleidigt. Es kann vor Jahren sein. Ich hege es, ich pflege es, ich grüße sie nicht, ich gehe ihr aus dem Weg, ich brüte Bitterkeit aus und Hass in meinem Herzen. Unser Nachbar oder ehemalige Vermieterin, ihr Bruder starb, ich ging zum Begräbnis
Sie war nicht da. Er war 80, sie war 75. Sie lebten in Nachbarhäusern nebeneinander. Für etwa 50 Jahren an seinem Begräbnis war sie nicht. Sie konnte seine Leiche nicht einmal vergeben. Das ist dieser Zorn. Und das ist Menschenmord, sagt Jesus. Es frisst uns wie Krebs, Bitterkeit und Hass. Und er sagte, wenn du so lebst, nicht einmal, wenn es so arg ist, wie ich jetzt geschrieben habe, wenn du hegst und pflegst Zorn, bist du dem Gericht verfallen, bist du todeswürdig, denn du bist ein Mörder. Und wenn man aus dem Zorn einen Urteil spricht über einen Menschen, Rache, man kann es nicht genau übersetzen, aber es ist etwa wie ein sehr verletzender, böswilliger Begriff. Aus Verärgerung heraus, oh du blöder Hund. Ich spiele jetzt nicht mit den Wörtern, ich sage es aus Zorn, du blöder Hund. Er sagte, dann bist du dem Synedrium, dem Hohen Rat verfallen, das Höchstgericht des Landes. Und du Narr, in der griechischen Sprache, du Gottloser, du Verrückter, du, dann bist du des Feuers der Hölle würdig. Wisst ihr, Gott hasst nicht nur Mord, nicht nur die Frucht dieser Pflanze, er hasst die Blätter, den Stamm und die Wurzel. Das ist alles Sünde. Es mündet früher oder später hier oder da in Menschentötung aus. Aber es artet aus in Zungengeißelungen, Verurteilungen, Klatsch und alle möglichen zerstörerische Sachen tagtäglich. Und die Pharisäer waren aber religiös. Man muss zur Anbetungsstätte gehen, man muss die Gabe bringen, man muss Vergebung haben, Verse 23 bis 26. Ja, aber erwartest du Vergebung, wenn du bleibst in Unversöhnlichkeit? Es ist heuchlerisch, zu opfern und Vergebung herbeizuwünschen und zugleich zu bleiben in der gleichen Sünde, unbußfertig. Vers 27 bis 30. Jesus entpuppt die Pharisäer und den Pharisäer in uns für seine Selbstgerechtigkeit, wiederum in Bezug auf sein Herz. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Hier wiederum ein Zitat von dem 7. Gebot. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus, wirf's von dir, denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn ein rechter Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab, wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Natürlich ist die Rede hier von radikalem Umgang mit Sünde in unserem Leben. Das ist bildlich gemeint, was er sagte. Einmal hat ein junger Mann auf der Westküste zu mir gekommen und hat mich gefragt, Westküste Amerikas, und hat mich gefragt, wie ich diesen Vers auslege. Und ich schaute ihn an und begann zu zittern. Denn sein rechter Arm war weg. Und der Grund, warum er die Frage stellte, war offensichtlich. Das hat Jesus nicht gemeint. Für den Juden war das rechte Auge seine beste Sicht, seine rechte Hand, seine beste Fähigkeit, das Beste von Leben. Er sagte, nicht einmal die teuersten Dinge des Lebens sind so wichtig wie deine ewige Schicksal. Lass nichts im Leben dich daran hindern, dass du in das Königreich eingehst, sagt Jesus.
wie wir gesehen haben beim 6. Gebot, dass Jesus die Heiligkeit des Lebens hochhält, hier hält er die Heiligkeit der Ehe hoch. Menschen, die buchstäblich nie gemordet haben, die nie Ehebruch begangen haben, brechen diese Heiligkeiten in ihren Herzen. Ich möchte hier vorausschicken, dass sehr viel Unfug betrieben wurde mit Leuten, die sich Christen genannt haben im Laufe der Jahrhunderte. Der große Kirchenväter, oder sollte man sagen, lieber Verräter, Origen, war überzeugt, dass Sexualität so schlimm war, dass er sich selbst kastriert hat. Andere Menschen wie Sankt oder Heiliger Antonius ist gegangen in die Wüste. Und er lebte in der Wüste, auf dass er von sexuellen Regungen nicht heimgesucht wurde und bekannte aber am Ende seines Lebens, dass seine Sexualität mitgegangen ist in die Wüste und hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Sexualität ist eine wunderbare Gabe, ein gewaltiges Vorrecht von Gott und eine gewaltige Verantwortung. In Vers 28 sagt Jesus, ich sage euch, und hier spricht Gottes Sohn, das ist nicht meine Meinung, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Das griechische Wort ansehen ist nicht irgendwie eine unbeabsichtigte Blick, etwas, was einfach passiert. Es ist ein absichtliches, wiederholtes Schauen, um ihres zu begehen, um irgendwelche Begierden in meinem Herzen, in meinem verdorbenen Herzen zu befriedigen, an eine Frau von einem anderen Mann oder an eine Frau, wenn ich verheiratet bin, eine Frau, die mir nicht gehört. Und das kann man heute auf vielfältige Weise tun, mit Videos und Fernsehprogrammen, Pornografie, Augenweide, überall. Ich rede jetzt hier nicht von Konfrontation mit Versuchung. Es war der Martin Luther, der sagte, kannst nicht verhindern, dass ein Vogel über deinen Kopf fliegt, kannst es aber sehr wohl verhindern, dass er dort nistet. Und was du tust mit Begegnungen dieser Art, das willentliche Bleiben, das Betrachten und das sich befriedigen an diese Dinge, das ist grobe Sünde. Das ist Ehebruch. Du sagst, naja, Fred, du bist wirklich unmöglich heute Abend, das ist zu viel. Aber Fred hat diese Worte nicht geschrieben. Das sind die Worte Jesu Christi. Das ist sein Maßstab. Bitte ziehe Jesu Christus nicht in den Dreck und seinen Urteil, weil du nicht einsiehst oder abstreiten willst, was er hier sagt. Jesus Christus. Das ist sein moralischer Maßstab. Und wenn ich mich fragen muss, wer zuverlässiger ist, Jesus oder du, naja, das ist keine schwierige Entscheidung. Zweitens möchte ich sagen, dass ich ein bisschen Erfahrung in der Seelsorge habe. Ich war gerade in den letzten Monaten viel mit 2 Ehepaaren, deren Ehen tatsächlich gerettet wurden. Sie sind glückliche, Gläubige und sie lieben einander und sie haben eine frische Ehebeziehung. Ein Ehepaar war kurz vor der Scheidung. Ein drittes Ehepaar wollten sie einladen, sich mit uns zu treffen, dass wir reden über die christliche Ehe und wie man Gott kennen kann. Und diese Leute sind überzeugt. Gestern bekam ich den Einruf, diese glückliche Ehe gibt es nimmer. Der Mann wartete, bis seine Frau nach Hause kam und hat sich vor ihren Augen erschossen. Sag mir nicht, dass diese Grundsätze nicht richtig sind. Ich habe genügend Erfahrung. Ich weiß nicht, wie viel Eheberatung du tust. Aber wie oft habe ich die Leidensgeschichte gehört? Naja, er war nicht so interessiert an mich. Auf einmal seine Unzufriedenheit zunehmend oder seine Zufriedenheit mit seiner Frau nahm ab. Er sah eine andere Möglichkeit
zu nehmen bestand zuerst eine gedankliche Bindung an die andere Person. Es war alles in Gedanken, er hat sie gar nicht angerührt. Und schließlich geht eine Ehe und eine Familie auseinander. In der Tat erbricht die Ehe oder umgekehrt. Es alles begann, wie alle Sünden, im Herzen. Jeder, der eine Frau ansieht, ihre zu begehen, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Und dann Vers 31, 32. Es ist weiter gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Hier sehen wir Leute, die in dem Gesetz Gottes ein Schlupfloch zu finden meinten. Im Alten Testament ist die Rede zwar von Ehe, Scheidung, und das ist erlaubt, wenn der Partner, der Partnerin einen Scheidebruch gibt. Aber ein trächtiger Grund für eine Ehescheidung musste damals vorliegen. Die Pharisäer und religiöse Menschen wissen aber immer, Richtlinien Gottes zum eigenen Vorteil zu drehen, oder zum scheinbar eigenen Vorteil zu drehen. Sie sahen hier eine Erlaubnis für zügelloses, egoistisches Leben, für einen egoistischen Gebrauch der Ehe. Zur Zeit Jesu ein genügender Grund für Ehescheidung war zum Beispiel, dass die Frau dein Essen anbringt. Das für einen Pharisäer war genug Anlass. Oder besonders häufig ist, dass die Frau ist zu dick geworden. Ich weiß nicht, Männer werden auch dick, erfahrungsgemäß. Ich bin froh, dass ich stehe hinter diesem Podium jetzt. Eine Beleidigung in der Öffentlichkeit. Vielleicht ihre Zähne sind kaputt. Viele sahen einen Grund, eine Frau zu verlassen. Und es gibt andere Fische im Teich. Und vielleicht finde ich mir eine gescheitere. Egoistischer Gebrauch von Ehescheidung verurteilt Jesus hier. Der egoistische Ausweg aus unglücklichen Ehen. Was ist ihre Auswirkung? Sehe hier die Tragweite. Zuerst einmal, zumindest in der damaligen Gesellschaft und auch heute wirklich, zwingt man die Ehefrau zum Ehebruch. Wenn eine Ehescheidung geschieht nicht aufgrund von Hurerei, dann zwinge ich meine Partnerin im Laufe der Zeit einen anderen Partner zu suchen. Und das ist Ehebruch. Und wenn ich die Ehe scheiden würde, nicht wegen Hurerei, und ich schaue um eine bessere und meine eine zu finden, das, sagt Jesus, ist Ehebruch. Du sagst, Fred, jetzt bist du wirklich persönlich. Es tut mir leid. Aber die Ehe ist hochheilig und ehrbar. Einer der Apostel des Herrn schrieb, die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Den Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Und das ist eine Versprechung von Gott. Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Der Unzüchtige ist der Mensch, der nicht verheiratet ist. Der will eine Geschlechtsbeziehung genießen, ohne in dem Bereich der Ehe zu sein. Wir reden heute von Ehe ohne Trauschein. Jesus redet ganz deutlich dazu in Johannes Kapitel 4. Er sagte, Ehe ohne Trauschein ist nicht Ehe. Ehe ohne Trauschein ist laut Jesus Christus Hurerei oder Unzucht. Hurerei ist das altmodische, schlecht klingende Wort. Seien wir höflich heute Abend, Unzucht. Aber du sagst, Fred, wir sind in Österreich im 20. Jahrhundert. Ich weiß, ich kann nichts dafür, dass dieses Land so korrupt ist.
Ich kann ebenso wenig dafür tun, dass Amerika so korrupt ist. Meine Aufgabe ist es, eine zeitlose Botschaft zu verkündigen, denn Jesus Christus, der das Gleiche ist gestern, heute und in Ewigkeit, euch zu sagen, was er sagt. Ich weiß, es ist schwierig heute. Schau den Fernseher an, mit Sex wird alles verkauft. Fahr durch die Stadt, mit Sex wird alles verkauft. Und uns wird eingeredet, dass du nicht glücklich sein kannst mit einer Beziehung, mit einer Frau, in Treue genossen, auf Lebzeit. Dass du nicht warten kannst, dass es töricht ist zu warten, enthaltsam zu sein und zu warten auf die Frau oder den Mann deines Lebens. Ich weiß das. Und wenn du dich schuldig gemacht hast in diesem Bereich, dann brauchst du nur eines, und das ist Vergebung von Gott. Und wir reden jetzt drüber. Aber zuerst einmal Vers 33 bis 37, wiederum die Praxis der religiösen Leute. Wiederum die Alten ist gesagt, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, es ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königsstadt, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht dein Haar weiß oder schwarz machen. Meine Kinder können das aber. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was aber mehr ist als dies, ist vom Bösen. Das heißt nicht, dass es keine Umstände gibt, wo man nicht ein Eid schwören sollte. Jesus selber hat ein Eid geschworen in der Bibel. Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, ist ein Schwurformel. Und Paulus in Römer Kapitel 9 sagt, in der Gegenwart Gottes, ich schwöre, er hat da in der Bibel nicht gesündigt, man kann in gewissen Situationen schwören, vor Gericht zum Beispiel. Aber die religiösen Menschen sahen in dem Verbot, in Gottes Namen falsche Eid abzulegen. In dem Alten Testament steht, du sollst bei meinem Namen nicht falsch schwören, weil dann Gottes absolute Standard der Wahrheit in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Juden haben drin gesehen ein Schlupfloch. Okay, wenn wir in Gottes Namen schwören, dann müssen wir die Wahrheit sagen. Aber es gibt andere hochheilige Gegenstände. Und in Kapitel 23 führt Jesus einige Beispiele an bei den Wehrufen. Er sagte, und die Pharisäer haben Folgendes gesagt. Wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, das ist nichts. Wenn jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Jesus sagt, Narren und Blinden, denn ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt. Wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn jemand bei der Gabe schwören wird auf dem Altar, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Die waren ganz raffiniert. Wir schwören bei dem Tempel. Und die Leute sagen, er wird sein Wort halten dieses Mal. Und er hat gesagt, ja, aber ich habe nicht geschwört beim goldenen Tempel, sagt er zu sich selbst. Und so er hat sich eine Halbwahrheit erlaubt. Oder Leute, eine Halbwahrheit ist eine ganze Lüge. Wirklich wahr. Eigentlich eine Eidformel, sagt der Hebräerschreiber, soll jede Diskussion beenden. Wenn ein Mensch so weit kommt in einer Diskussion, wo er sagt, jetzt schwöre ich im Namen Gottes, dann gibt es nichts mehr zu diskutieren. Wie kannst du das, was ist eine Steigerung von dem? Aber die Pharisäer und religiöse Menschen im Allgemeinen und Menschen im Allgemeinen haben einen ziemlich freizügigen Wahrheitsbegriff. In gewissen Situationen musst du die Wahrheit sagen. Zum Beispiel vor Gericht. Da musst du wirklich aufpassen, wenn du die Wahrheit nicht da sagst. Das soll die ganze Wahrheit sein. Und selbst Diebe, die eine Rotte von Dieben haben, sie lügen
erzählen Lügen den ganzen Tag, haben Abmachungen, aber wenn wir reden miteinander, wir erzählen die Wahrheit. Wieso? Weil die Welt kann nicht funktionieren ohne Wahrheit. Es kommt mir vor, heutzutage kann sie auch nicht ohne die Lüge funktionieren. Die Wirtschaft und alles ist geschmiert mit Unwahrheit. Aber Jesus sagt diese Zweierteilung im Leben und diese Wahrheitsbegriff, wo man irgendwie in gewisse Situationen, ja, deine Frau muss dir die Wahrheit sagen. Aber naja, an der Arbeitsstelle, Halbwahrheiten, Übertreiben, Steuererklärungen, Versprechungen. Es gibt ein Alpenvolk, ich sage nicht, was es ist, aber es wird behauptet über das Volk, wenn es Ja sagt, bedeutet das vielleicht. Wenn es vielleicht sagt, das bedeutet Nein. Und wenn es Nein sagt, ist das gar kein Alpenvolk. Ich weiß nicht. Aber in unseren Geschäften und all das, wie oft erlaubt man sich Unwahrheit. Ein Freund von mir war bei Skifahren, ein St. Weidner, hat eine St. Weidnerin gesehen, dort in der Schlange, warten auf die Tageskarte in Gasteinertal, und sie sagte, bah, es ist sehr günstig, hier Skisewaren. Er sagte, wieso? Sie sagte, die Tageskarten sind so billig. Er sagte, was? Sie sagte, brauchst nur sagen, Einheimische, und dann ist es sehr günstig. Er sagte, naja, und dann erwähnte er den Namen eines bekannten österreichischen Politikers. Und sie sagte, ist das nicht furchtbar? Er kann nicht einmal die Wahrheit sagen. Er lügt. Und er sagt, ja, und wir Österreicher bekamen die Politiker, die wir auch verdient haben. Sagte er ins Gesicht. Ist das nicht interessant? Ich verlange von Politikern, die mich repräsentieren, dass sie die Wahrheit sagen. Und wenn sie die Wahrheit nicht sagen, muss ihr Amt enthoben. Pass mal auf, wenn du so denkst. Denn auch diese Bergpredigt sagt, mit dem Gericht, womit du richtest, wirst du gerichtet werden. Mit dem Maß, mit dem du messt, wird dir zugemessen werden. Wir verlangen Wahrheit in anderen. Sie sollen uns die Wahrheit sagen. Und wir übertreiben? Und wir verschweigen nur strategische Details in einer Schilderung? Naja. Und dann schließlich, meine Zeit ist fast ab, ich muss ein anderes Thema oder die Seligpreisungen behandeln, so ich überspringe einige Verse. Ich möchte etwas sagen zur Nächstenliebe, Vers 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne des Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Söhne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Natürlich war der Zusatz nicht vom Alten Testament, sondern wiederum von unseren Pharisäerfreunden. Das haben sie hinzugefügt. Nein, wirkliche Nächstenliebe schließt auch meinen Feind, der mir nicht freundlich gesonnen ist, ein. Sie ist übernatürliche Liebe. Gott fordert von dem Bürger seines Reiches ein übernatürliches Leben, das er selber ihm schenkt. Es hat zu tun mit dem Charakter Gottes. Wie ist Gott? Leute, die ihm in passiver Gleichgültigkeit sind,
Leute in aktiver Ablehnung gegenüber Gott, auf ihre Felder schickt er Sonnenschein, schickt er Regen. Er gibt ihnen eine Chance, er will jeden erretten. Er übt Liebe. Und unsere Liebe? Er sagte, wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht die Zöllner das Gleiche? Ist es nicht interessant? Man hat einen Familienkreis, eine Frau und einige Kinder und einige Verwandten, nicht alle natürlich, und einige Freunde, die einem sehr sympathisch sind. Und diese Leute liebt man wirklich. Und dann man spürt die warmen Gefühle, weißt du, und die Liebe und fühlt sich besonders irgendwie menschlich. Schau mal. Er sagte, die Zöllner tun das. Das waren die größten Gauner. Er hätte heute zu uns sagen können, die Mafioso, die tun das. Der kommt nach Hause, er hat jemanden umgelegt und sein kleines seine kleine schwarzhaarige Tochter läuft ihm entgegen, umarmt ihn und sagt, Papa. Und er sagte, Bambina. Und er ist so begeistert, der Mafioso. Seine Tochter, Bello. Dann geht er und legt den anderen um. Diese warmen Gefühle, diese wunderbare Liebe, die natürlich ist und eigentlich traurigerweise häufig heute, selbst diese Liebe verschwindet von der Bildfläche langsam, aber sie ist nur Zöllnerliebe. Selbst der Gauner liebt unter Umständen seine eigenen Kinder und seine ihm sympathische Freunde. Und wenn ihr grüßt, die euch grüßen, oh, das ist wunderbar, an diesem Ort zu leben. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Noch einmal grüß Gott. Kein Echo. Oh. Schaut mal, gell? Aber wenn du nur die Leute grüßt, die dich grüßen, was ist das? Er sagt, selbst die Heiden tun das. Das ist Heidenliebe. Aber irgendwie aufwallende Emotionen und so freundlich und bin ich nicht wunderbar. Täusche dich nicht. Das ist Heidenliebe. Ist es nicht interessant? Ich meine, der Maßstab Gottes. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Gottes Maßstab, Gottes Vollkommenheit. Weil Gott gerecht ist und nur mit einem gleichartigen Gemeinschaft haben kann. Sein Maßstab, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die zureichende Gerechtigkeit, um in das Königreich der Himmel einzugehen, ist Gottes Gerechtigkeit. Ich denke an eine andere Stelle, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht Gottes herrlichen Maßstab. Mit meiner Hand über meinen Mund muss ich vor Gott stehen. Ich habe keine Verteidigung. Ich habe nichts zu sagen. Bloßgestellt, entpuppt als Mörder, Ehebrecher, Lügner, liebloser Mensch. Von der Herrlichkeit Gottes weit entfernt und glaube ja nicht, dass Gottes Gericht etwa wie eine Schularbeit ausschaut. Denn jeder in diesem Zimmer, wenn er ehrlich ist, der hat einen Fünfer geschrieben. Und so wir denken, wenn alle einen Fünfer schreiben, ist die Prüfung zu hart, zu schwierig. Es gibt ein Problem. Wir haben schon gelesen in Kapitel 5, Vers 17, ein Mensch, sein Name Jesus von Nazareth, er schrieb ein Einser. Gott wird seine Gerechtigkeit nicht herabziehen lassen. Wie kann dann Gottes Gesetz erfüllt werden? Und erst jetzt meine ich, kann ich die Seligpreisungen verstehen. Erst jetzt, hier stehen als Verfluchte unter dem Fluch des Gesetzes, schuldig
und bankrott, mit meinen eigenen Vorstellungen und Selbsteinschätzung völlig zerstört, mit meiner Religion auf den Kopf gestellt. Jetzt kann ich das Paradoxon endlich fassen. Lesen wir wiederum am Ende jetzt die Seligpreisungen. Vers 3, Kapitel 5. Die Rede hier ist von einem völlig neuen Lebensweg. Um Gorbatschows Begriff zu benutzen, ich weiß, selbst Riegler benutzt den Begriff jetzt, das neue Denken. Aber hier ist wirklich neues Denken, die Bergpredigt. Völlig neuer Standard der Gerechtigkeit. Kapitel 5, Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. In diesen nächsten Versen sind 8 Seligpreisungen. Sie sind göttliche Urteile über das Leben eines Menschen, genauso wie die Wehrufe am Ende des Buches ein göttlicher Urteil ist über das Leben eines selbstgerechten Menschen. Hier ist Gottes Urteil über einen Menschen auf dem Weg der Gerechtigkeit in das Königreich der Himmel. Und die 8 Seligpreisen sind so paradox, sie können erst verstanden werden, wenn wir sehen, wie bankrott wir sind, wenn unsere ganzen religiösen Vorstellungen auf den Kopf gestellt sind. Glückselig die Armen im Geist. Warum? Denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Hier, liebe Zuhörer, ist der Eingang. Armut im Geist. Nicht tatsächliche finanzielle Armut, da hungrig zu sein und mittellos und in Fetzen zu stehen, das ist keine Glückseligkeit. Hier ist Glückseligkeit des Armen im Geistes. Ein Mensch, der seine geistliche Armut anerkannt hat. Armut. Es gibt 2 biblische Wörter für Armut im Neuen Testament. Eine heißt arm sein, wie unser deutsches Wort. Das andere kommt von einem Wort, das heißt sich zurückzuziehen, zusammenkauern, verkriechen. Es ist das Wort von einem Bettler, der sein Gesicht zudeckt und in die Ecke zurückzieht und bittet um Almosen, und er deckt sein Angesicht zu, damit du nicht siehst, wer er ist, weil er sich schämt. Und das ist dieses Wort. Glückselig die Bettelarmen mit zugedecktem Angesicht im Geist. Geistliche Armut erkennen, was heißt das? Das heißt, dass ich anhand des Maßstabes Gottes erkenne, wer und wie ich wirklich bin. Ein Sünder, ein hoffnungsloser Sünder, ein hilfloser Sünder, ein verlorener Sünder. Keine Gerechtigkeit. Ich schaue und ich habe keine Gerechtigkeit. Ich habe nichts vorzuweisen. Ich bin bettelarm. Wenn es geht um Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Stolz, mein Stolz ist weg. Mein Selbstvertrauen habe ich los. Vor Gott stehe ich mit leeren Händen. Bist du bereit, deine geistliche Armut heute Abend anzuerkennen? Das ist der einzige Weg in das Reich des Himmels. Glückselig die Armen im Geiste. Warum? Denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Oder bist du wie das blinde Sklavenmädchen in Rom? Sie hat gesagt, ich bin nicht blind. Die ganze Welt ist immer in Finsternis. So beurteilst du? Oder bist du blind? Erkennst du deine geistliche Armut an?
Bist du mit deiner Gerechtigkeit zufrieden? Mir geht's gut. Gottes Standard, das ist ein bisschen zu viel verlangt. Oder hast du seinen Maßstab relativiert, herabgezogen auf dein Niveau? Bist du wählerisch? Auf Äußerlichkeiten und Brauchtum aus? Oder bist du bereit zu kommen zu Gott, bettelarm, mit nichts vorzuweisen? Dein Reich aufzugeben, arm im Geist zu sein und sein Reich zu ererben. Paradox ist es nicht. Das nächste, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Paradox zu sagen, glücklich die Trauernden, das ist mir fast zu viel. Aber in erster Linie ist die Rede hier nicht von den Schlägen des Lebens in einer gefallenen Welt. Diese Trauer ist die Trauer, von der Paulus schreibt in 2. Korintherbrief. Die Betrübnis, das Trauern nach Gottes Sinn, schreibt er, bewirkt eine nie zu bereuende Buße oder Bekehrung zum Heil. Die Betrübnis dieser Welt bewirkt aber den Tod. Wenn ich meine geistige Armut erkenne, ist das Ergebnis in meinem Leben Trauern über mein Leben. Trauern über meine Sünde, wie ich Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit verletzt habe. Trauern über meine mir groß gewordene Sünde. Glückseligkeit ist nicht zu finden in dem Trauern selbst, das ist keine schöne Sache. Glückselig, denn sie werden getröstet werden. Glückseligkeit in dem Trost Gottes. Wenn ich umkehre, weißt du, es gibt manche religiöse Menschen unterwegs heute, sie benutzen das Wort Bekehrung und meinen damit Einkehr. Man kehrt zu sich ein. Nein, das ist nicht, was Bekehrung meint. Bekehrung bedeutet umkehren, eine völlig neue Einstellung gegenüber Gott, eine völlig neue Haltung gegenüber Sünde, umzukehren. Eine nie zu bereuende Umkehr zum Heil. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden mit der Vergebung, mit der Gerechtigkeit, mit der Annahme Gottes. Aufnahme Gottes. Hindernisse dazu? Vielleicht liebst du deine Sünde. Oder Vermessenheit. Öfters meint man, naja, es wird nicht so schlimm sein, ich bin ziemlich ein guter Kerl. Oder Verzweiflung. Manchmal meinen Leute, sie sind so schlecht, wie könnte Gott sie erretten? Und ein großes Hindernis zu dieser Art von Bekehrung ist die lange Bank. Leute, das ist ein Möbelstück, das es im Königreich der Himmel nicht gibt. Die lange Bank. Sie ist in der Hölle. Vers 4. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Echte Armut im Geist führt zu einem Trauer über meine Sündhaftigkeit und dann ich demütige mich vor Gott. Sanftmütigkeit, der Ursprung und Haupttriebfeder, ist wahre Demut vor Gott. Keine Argumente, keine selbstgerechte, eigennützige Haltung mehr. Demut äußert in Sanftmut vor Gott und den Menschen. Und der Prozess geht weiter. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Armut im Geist bewirkt Trauer über meinen armen Zustand, bewirkt Demut vor Gott, bewirkt Hunger und Durst nach Gerechtigkeit.
Hier sind zwei Triebe nach den Notwendigkeiten des Lebens, nach den Grundbedürfnissen. Und was ist das Grundbedürfnis in meinem und deinem Leben? Es ist Gerechtigkeit, ohne die niemand in das Himmelreich eingehen wird. Gottes Gerechtigkeit ist mein Grundbedürfnis, nach dem ich hungern und dürsten soll. Verhungern. Ein Verhungernder denkt nur ans Essen. Ein dürstiger Mensch denkt nur an Trank. Gerechtigkeit, die vor Gott gibt. Im Ersten Weltkrieg, während der Befreiungsaktion Palästinas, Soldaten aus den Briten, Australier und Neuseeländer haben gekämpft gegen die Türken. Sie hatten Beersheba erobert und die Türken zurückgedrängt von Beersheba in Süden. Und sie sind tiefer und tiefer in die Wüste hinein auf der Verfolgungsjagd nach den Türken. Und auf einmal waren sie so weit, sie haben ihren Kontakt mit ihr Wasser und ihre Munition und alles verloren. Und jetzt war es wirklich verzweifelnd. Das Wasser war weg. Sie waren in dem heißesten Teil der Wüste. Und jetzt die Türken besetzten die Brunnen zu Seria. Es war Leben oder Tod. Man muss vorwärts kämpfen zu den Brunnen, sonst ist es zu spät und schon Hunderten sind gefallen. Ein verzweifelter Versuch, die Brunnen von Seria zu erobern. Und nach der Kampagne erreichen sie die Brunnen. Zuerst kommen die Verwundeten, sie werden getränkt. Und dann die ganzen Leute, die Wachposten stehen, sie müssen jetzt etwas zu trinken haben. Und die gesunden, wehrfähigen Männer sind gestanden 5 Meter von der Brunnen und haben gewartet 4 Stunden lang auf ein Tröpflein Wasser. Und dann sagte ein Offizier, ein Christ, ich glaube, wir lernten unsere erste Bibellektion im Marsch von Beersheba zu den Brunnen von Seira. Wenn unser Durst nach Gott, nach seiner Gerechtigkeit, nach seinem Willen so wird, was wird der Ausgang sein in unserem Leben? Wieso führte ich solche klare Äußerungen Jesus vor Augen heute Abend? Weil wir Gerechtigkeit brauchen wie diese Männer das Wasser. Und wir wissen es nicht so häufig, weil wir meinen, wir schneideten ziemlich gut ab. Ja, gemessen an manche Mitglieder der Gesellschaft vielleicht, aber gemessen an Gottes Vorstellungen. Armut im Geist, Trauern über unsere Sünde, Demut vor Gott und Hunger nach Gerechtigkeit, das ist Voraussetzung, in das Königreich Gottes einzugehen. Und wenn ich wirklich arm bin im Geist, Vers 7, ich werde barmherzig sein in meinem Umgang mit anderen. Wenn ich wirklich traure über meine Sünden, werde ich lernen, ein Friedensstifter zu anderen, die durch Sünde im Streit sind. Oder ich werde reines Herzen haben, wie Vers 9 sagt. Wenn ich wirklich sanftmütig bin, habe ich die Voraussetzung, ein Friedensstifter zu werden, Vers 9. Und wenn ich wirklich nach Gerechtigkeit hungere und dürste, dann bin ich bereit, wenn es darauf ankommt, auch für die Gerechtigkeit verfolgt zu werden. Vers 10, 11, 12. Wir sehen die Ursachen eines Lebens in der Gerechtigkeit in den ersten 4 Seligpreisungen und die Auswirkungen der gleichen Tugenden in den zweiten 4.
Kapitel 7, der letzte Vers von der Bergpredigt, den wir lesen heute Abend. Kapitel 7, Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zu Verderben führt. Viele sind, die auf ihm hineingehen, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Wir haben eine Wahl hier nicht zwischen Religion und Nicht-Religion. Der breite Weg ist sehr religiös. Es gibt Raum auf dem breiten Weg für Pharisäer, Sadduzäer, Zeloten und Essener. Für Menschen, die nicht bereit sind, sich Gottes Gerechtigkeit zu unterwerfen, Menschen, die lieber ihre eigene Gerechtigkeit behaupten wollen. Menschen, die selbstgerecht sind und meinen, sie sind nicht so schlimm. Und dann gibt es, und ich sage euch, der breite Weg ist breit genug für alle. Du kannst Atheist sein, du kannst religiös sein, du kannst politisch engagiert sein, du kannst ein Faulpelz sein oder ein fleißiger, ehrgeiziger Mensch sein. Der Weg ist sehr breit, du kannst ihn maßschneiden. Aber dann gibt es einen schmalen Weg. Und dieser Weg ist Jesus selbst. Jesus sagte, wir haben schon gelesen, Kapitel 5, Vers 17, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und er erfüllte das Gesetz. Der einzige Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, vollkommen den Gesetzen Gottes entsprechend. Das jüdische Gesetz, das was dieses Judentum kennzeichnet und absondert als eine besondere Nation, hat er vollständig gehalten. Das jüdische Gesetz war etwa wie die Verfassung der jüdischen Nation. Er lebte im Rahmen dieser Gesetze. Er erfüllte das moralische Gesetz, die 10 Gebote und ähnliche von ihnen abgeleiteten Gebote. Er lebte entsprechend diesen Gesetzen seines ganzen Lebens lang. Und er erfüllte in seinem Tod das zeremonische Gesetz. Da, wo Menschen Gott nahen konnten durch ein Blutopfer, durch ein Opfertier, das stellvertretend für sie starb, um zumindest bildlich gesehen ihre Schuld und ihre Sündhaftigkeit, die sie von Gott getrennt hat, abzuwälzen. Die Opfertiere nahmen bildlich gesprochen die Schuld auf sich, auf das der Anbeter Gott nahen konnte. Jesus erfüllte das zeremonische Gesetz, als er starb am Kreuz. Jeder, der nach dem Gesetz leben will, sagt Paulus, und das Gesetz in irgendeiner Einzelheit bricht, er steht unter dem Fluch des Gesetzes. Ich glaube, wir haben das empfunden ein bisschen heute Abend. Hast du dich je gefragt, warum Jesus gekreuzigt war? Weil das Gesetz sagt, verflucht ist der Mensch, der an einem Baum geheftet wird. Und hier war Jesus geheftet, mit Nägeln auf einem Fluchholz, auf einem Schandpfahl, als er Gerechtigkeit Genüge tat. Hier ist der Weg. Nicht deine eigene Religion, nicht irgendwelche Riten, nicht irgendwelche gute Werke. Der einzige Weg ist Jesus selbst. Ich bin der Weg, sagte er, die Wahrheit und des Lebens. Er ist die Tür, die Pforte. Er sagte, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, hat ewiges Leben. Liebe Zuhörer, Voraussetzung, durch diese enge Pforte zu gehen,
ist Armut im Geist. Du kannst nichts mitnehmen. Die Pforte ist zu eng. Keine Selbstgerechtigkeit, keine Werke vorzuweisen, nicht deine fromme Großmutter, die wirklich unter Umständen fromm war, sie hilft dir nicht. Eine enge Pforte, und die ist nicht zu bewundern. Man muss eingehen. Jesus sagt, die Armen im Geiste, die wissen von ihr geistlichen Bankrott und die wenden sich an mich für meine Gerechtigkeit. Die werden gerettet werden. Ich möchte nur zum Schluss ein Zitat von Paulus lesen zu dieser Frage. Aber was immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte es alles für Verlust, um der unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Sie war eine enge Pforte. Und es für Dreck achte, im Zusammenhang meine ganze Religion und meine ganze eigene Gerechtigkeit für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens.